dabei zu sein. Wir schauen auf Siltronic. Siltronic plus 13%. Das ist eine sehr, sehr kräftige Bewegung, aber da müssen wir eben auch mit berücksichtigen, was wir hier vorher an Abwärtsbewegung gesehen haben. Und dafür gehen wir hier mal kurz in den interaktiven Chart, schauen uns mal die gesamte Bewegung an sich an. Damit kommen wir dann nämlich auch relativ zügig hier zu den nächsten Kurszielen. Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, was das für eine Bewegung hier ist, dann ist das für mich im Prinzip nichts anderes als eine bullische Konsolidierung, die wir hier sehen. Ja, eine Art bullischer Keil, der sich ausgebildet hat. Wenn wir uns die Bewegung an sich anschauen, dann ist es eine ziemlich große Korrektur gewesen. Wir haben hier rund 27, 28% Korrektur in rund 30 Handelstagen gesehen. Und das liefert uns jetzt aber, wie ich finde, hier bei Siltronic einen ziemlich guten Upside, wenn man sich anschaut, wo dann die nächsten Kursziele liegen. Einfach nur wieder zurückgerechnet aus dieser letzten größeren Konsolidierung, die wir hier gesehen haben. Dann liegen meine Kursziele zumindest irgendwo so im Bereich zwischen 137 und 127 Euro. Siltronic, wie ich finde, einer der wichtigsten Zulieferer aus dem gesamten Bereich für KI-Infrastruktur und alles, was damit zu tun hat. Wir haben gestern insgesamt eine ganz gute Erholung gesehen bei den Halbleiterwerten. Aber die Halbleiterwerte insgesamt waren eben auch recht abgestraft. Und das hatten wir auch gesehen, dass insbesondere bei den deutschen Werten, die in diesem Segment unterwegs sind, anscheinend die Nervosität noch mit am größten ist. Oder vielleicht sind es auch die deutschen Anleger, die irgendwie immer am sensibelsten reagieren auf alles, was von der News-Seite kommt und das, was in Amerika dafür gesorgt hat, dass der Bereich der Semiconductor, der Speicher, der Halbleiterwerte mal so ein bisschen zurückgekommen ist. Das hat eben auch für enorme Kursrutsche zum Teil in Deutschland gesorgt. Und deswegen würde ich jetzt auch so eine 13% Bewegung hier erstmal nicht überbewerten. Wir kommen jetzt gerade erst wieder an die obere Begrenzung von diesem Kanal. Das könnte bedeuten, dass man hier am Ende jetzt auch erstmal Widerstand bekommt. Aber wir haben eben auch ein paar positive Analystenkommentare, die hier zusätzlich treiben. Exxon BNP hat die Aktie jetzt von neutral auf Outperform hochgestuft, hat das Kursziel von 74 auf 108 Euro angepasst. Kepler im Gegenzug hat hier die Einstufung von Kaufen auf Halten gesetzt, hat aber das Kursziel parallel dazu von 65 auf 90 Euro angehoben. Also die Analysten von Kepler, die sagen zwar, hey, insgesamt hat sich das Bild verbessert, deswegen haben sie ihr Kursziel angepasst auf 90. Sie sehen aber kein weiteres Potenzial. Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, als wir hier beim Kursziel von 65 standen bei Kepler, haben die Analysten auch kein Potenzial mehr gesehen und die Aktie ist eben trotzdem hier nochmal um die 65% zum Hoch angestiegen. Und deswegen würde ich hier eigentlich eher auf das achten, was von BNP kommt. 108 Euro ist hier das Kursziel. Ich halte auch das noch für recht zurückhaltend, denn das ist im Prinzip nichts anderes als hier nochmal ein Erreichen dieser letzten Zwischenhochs. Aber das wäre eben auch genau das Niveau, mit dem ich jetzt als kurzfristiger Trader hier arbeiten würde. Da stellt sich für uns dann eben immer nur die Frage, macht das überhaupt Sinn, hier noch Positionen aufzubauen? Denn wenn wir uns anschauen, dass unser Stop ja irgendwo zumindest unterm Tief von gestern liegen sollte und wir gucken dann, was wir hier auf der Oberseite vielleicht wirklich mal bis zum Kursziel 108 noch erreichen können, dann ist das gerade mal ein 1,24 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde mir persönlich hier nicht reichen. Ja, deswegen als Investment, wenn man davon ausgeht, dass Siltronic hier möglicherweise weiteres Upside-Potenzial hat, dazu muss man aber eben auch sehen, wir kriegen bei Siltronic nicht mal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, weil einfach noch keine Gewinne da sind. Und da muss man dann einfach vorsichtig sein, denn das sind typischerweise genau die Werte, die eben, wenn es mal ein bisschen ruppiger wird am Markt, auch sehr deutlich mit einbrechen. Ja, und deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Ausgangslage jetzt in einer Situation, die sowieso ein bisschen angeschlagen ist in diesem ganzen KI-Bereich, jetzt unbedingt eine Siltronic ins Portfolio reinzunehmen. Und wenn, dann bietet sich natürlich eher an, hier im Bereich dieser 50% Retracements. Ja, wir hatten hier die große Aufwärtsbewegung. Wir hatten so ein schönes 50% Retracement
von dieser großen Aufwärtsbewegung. Und siehe da, genau in dem Bereich hat die Aktie hier auch tatsächlich zweimal angehalten und zweimal gedreht und eine deutliche Dynamik zur Oberseite gezeigt. Ja, und vielleicht ist es bei solchen Werten dann schlauer, wirklich direkt die Rücksetzer zu nehmen, als dann eben nach diesen großen Anstiegen, die dann sehr plötzlich kommen, hier zu einem relativ schlechten Chance-Risiko-Verhältnis am Ende einsteigen zu wollen. Also Siltronic insgesamt bin ich weiter positiv gestimmt, aber zum aktuellen Kurs würde ich zumindest hier keine. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.